Morgens um 7. Chaos in der Küche. Es ist Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr. Die Sonne ist gerade erst aufgegangen, doch im Haus der Familie Wagner herrscht bereits ein hektisches Treiben. Eigentlich wollten sie entspannt in die neue Woche starten, aber in der Küche spielt sich ein kleines Spektakel ab. Mutter Tina steht im Schlafanzug vor dem Kühlschrank, Vater Markus hastet zwischen Kaffeemaschine und Brotkorb hin und her, und die Kinder Laura, 8, und Ben, 10, streiten sich lautstark um das letzte Schokomüsli. Laura war als Erste aufgestanden, weil sie sich Zeit für ihr Outfit nehmen wollte. Doch als sie in die Küche kam, hatte Ben bereits den Tisch halb gedeckt. Die beiden Kinder albern herum, bis sie merken, dass keine Schokomüsli-Packung mehr griffbereit ist. Ben kramt in der Vorratskammer und findet einen Rest in der Packung, den er jetzt laut verkündet. Sofort protestiert Laura. »Das ist meins. Du hattest gestern schon die Hälfte.« Ben hält die Packung über seinem Kopf. Laura versucht zu springen, um sie zu schnappen. Dabei kippt beinahe der Saft um. Mutter Tina dreht sich genervt um. »Kinder, bitte nicht streiten. Wir haben noch genug normales Müsli.« Doch das wollen beide nicht. Markus gießt währenddessen Wasser in die Kaffeemaschine, doch vergisst, dass er den Filter nicht richtig eingesetzt hat. Plötzlich tropft Wasser neben die Maschine. Er flucht leise. »Mann, was für ein Start in den Tag!« Er wischt hektisch mit einem Küchentuch, während der Geruch von halb gebrühtem Kaffee die Luft erfüllt. Ben entscheidet, sein Schokomüsli zu verteidigen und schenkt Laura einen beleidigten Blick. Laura klagt, »Das ist so unfair!« Doch sie weicht schließlich auf Cornflakes aus. In diesem Moment stellt Tina fest, dass keine Milch mehr da ist, weil Markus gestern vergessen hat, eine neue Packung zu kaufen. Der Streit zwischen den Kindern wird lauter, als Ben und Laura wahlweise um die letzte Milchration buhlen, die sich noch in einer kleinen Tasse befindet. Tina greift zum Telefon, um zu schauen, ob sie vielleicht bei der Nachbarin spontan Milch ausleihen kann. Doch niemand nimmt ab. Sie runzelt die Stirn und denkt sich, das kann doch nicht wahr sein. Montag, 7 Uhr morgens, und schon brennt die Hütte. Währenddessen stolpert Markus beinahe über den Schulrucksack von Ben, der mitten im Flur liegt. Er ruft in die Küche, »Ben, räum bitte deinen Rucksack weg, sonst komme ich hier gar nicht durch.« Nun versucht Mutter Tina, die Lage zu beruhigen. Sie schnappt sich die Müslischüssel von Laura, gibt ein paar Löffel Cornflakes hinein und übergießt sie mit dem letzten Rest Milch. Ben meckert, dass er jetzt seine Schokoflocken nur mit Wasser essen muss. Laura grinst triumphierend, während Tina ein schlechtes Gewissen hat, aber sie kann's nicht jedem recht machen. Markus hantiert weiterhin mit der Kaffeemaschine. Endlich schafft er es, den Filter korrekt einzusetzen und schaltet das Gerät an. Ein hoffnungsvoller Duft von frischem Kaffee breitet sich aus. Doch die Freude ist kurz, denn jetzt klingelt das Handy von Markus. Sein Chef ruft an und fragt, ob er heute früher ins Büro kommen kann, weil es eine dringende Besprechung gibt. Markus stöhnt. »Ja, natürlich, ich kann in 30 Minuten da sein.« Er legt auf und guckt auf die Uhr. 7:30. Er hat kaum Zeit zu frühstücken, braucht aber dringend Kaffee. Also gießt er sich rasch eine Tasse ein, ohne hinzusehen, und kippt prompt etwas daneben. Tina seufzt, greift nach dem Lappen, während ihr Mann sich entschuldigt. Laura hat inzwischen ihre Cornflakes fast aufgegessen, schnappt sich eine Banane als Proviant für die Schule, während Ben noch immer murrend in seine Schokoflocken ohne Milch stochert. Da fällt Tina plötzlich ein, »Wir müssen los!« »Ben, du hast doch heute den Schulausflug. Wo ist dein unterschriebener Zettel?« Ben reißt die Augen auf. »Oh nein, den habe ich in meinem Zimmer liegen lassen.« Er springt auf, rennt in sein Zimmer, wobei er fast die Schüssel umstößt. Laura rollt mit den Augen, schnappt sich ihren Rucksack, den sie wenigstens einigermaßen geordnet hat. Tina schenkt sich rasch einen Schluck Kaffee ein, um wenigstens einen Hauch Koffein zu bekommen, bevor sie gleich als Fahrdienst fungieren muss. Markus schluckt sein Heißgetränk in Rekordtempo herunter und stolpert ins Badezimmer,
um sich schnell die Zähne zu putzen. Dabei hört man ihn husten, weil er sich an dem heißen Kaffee verschluckt hat. »Alles okay«, ruft Tina. Er hustet. »Ja, ich hab's eilig.« Ben taucht wieder auf, mit dem unterschriebenen Zettel in der Hand, sucht hektisch sein Federmäppchen, das irgendwie im Chaos auf dem Küchentisch vergraben ist. Mutter Tina zählt durch. Federmäppchen, Pausenbrot. Oh, verdammt, das Pausenbrot muss ich noch schmieren. Sie reißt hastig 2 Scheiben Brot aus dem Brotkorb, bestreicht sie mit Butter und legt etwas Käse drauf. Dann wickelt sie es in Alufolie, drückt es Ben in die Hand. Er guckt kurz, ob was Außergewöhnliches drauf ist, zuckt die Schultern und sagt, »Danke, Mama.« Markus taucht frisch gekämmt wieder auf, knöpft sein Hemd zu und packt seinen Aktenkoffer. Er wirft einen Blick auf die Uhr. 7:45 Uhr. Er murmelt, »Ich muss in 10 Minuten weg, sonst schaffe ich die Besprechung nicht.« Tina nickt. »Ich fahre die Kinder kurz zur Schule. Wir sehen uns später.« Markus nimmt noch einen letzten Schluck Kaffee, drückt Tina einen raschen Kuss auf die Wange und ist schon zur Tür raus. Jetzt kehrt für einen Moment eine kleine Ruhe ein. Tina atmet einmal tief durch, sieht das Schlachtfeld in der Küche, halb ausgeschenkte Kaffeetassen, Krümel überall, Müslipackungen offen, ein feuchtes Tuch auf der Arbeitsplatte. Laura und Ben stehen mit ihren Rucksäcken da und warten. Tina schnappt sich ihre Handtasche, schaltet das Licht aus und schickt die Kinder raus zum Auto. »Auf geht's, wir haben nicht viel Zeit.« Während sie die Haustür abschließt, denkt sie, »Morgens um 7, wie kann das so chaotisch sein?« Sie muss aber innerlich schmunzeln, weil sie weiß, dass das wohl zum Alltag gehört. 2 Kinder, ein Job, ein Ehemann, alle müssen zur gleichen Zeit los. Die ganze Küche hat sie in diesem Moment nicht aufräumen können. Das verschiebt sie wohl auf später. Im Auto fragt sie, »Habt ihr alles? Hausaufgaben, Turnbeutel, Pausenbrot?« Laura nickt. Ben schweigt kurz. Dann sagt er, »Turnbeutel? Ups.« Tina klopft sich an die Stirn. »Ben, bitte sag nicht, du hast ihn vergessen.« Er zuckt die Schultern. Dann meint Laura, »Vielleicht ist er hinten im Auto vom letzten Mal.« Sie öffnet kurz den Kofferraum. Tatsächlich liegt dort Bens Turnbeutel, etwas zerknittert. Tina ist erleichtert. »Okay, das war Glück. Los jetzt, sonst kommen wir zu spät.« Sie startet den Motor, fährt zügig Richtung Schule. Unterwegs isst Ben sein Brot. Laura quetscht sich über ihr Pausenbrot, das sie selbst geschmiert hat, und Tina hält sich am Lenkrad fest, konzentriert auf den Verkehr. Sie merkt, dass sie selbst gar nicht gefrühstückt hat, nur ein paar Schluck Kaffee. Dabei knurrt ihr Magen leicht. Kurz vor der Schule halten sie im Halteverbot, weil kein Parkplatz frei ist. Tina sagt, »Schnell raus, wir sehen uns später. Schönen Tag euch.« Laura steigt aus und rennt. Ben wuchtet seinen Rucksack und Turnbeutel, winkt kurz. Tina sieht, wie sie im Schulhof verschwinden. Endlich atmet sie aus. Ein weiteres Mal Chaos am Morgen überstanden. Auf dem Weg nach Hause, wo sie noch kurz die Küche aufräumen will, denkt Tina, vielleicht müssen wir eine bessere Morgenroutine einführen. Ein Plan, wer wann ins Bad geht, wer welchen Müsli-Vorrat auffüllt. Sie beschließt, abends schon den Tisch zu decken, damit es nicht so stressig ist. Und Markus sollte daran denken, Milch zu kaufen, damit nicht wieder so ein Streit entsteht. Wieder in der Küche betrachtet sie das Schlachtfeld. Auf dem Tisch sind Brötchenkrümel, offene Müslipackungen, ein halbvolles Glas Orangensaft, das niemand ausgetrunken hat. Der Kaffeefleck am Boden ist getrocknet. Sie seufzt und fängt an, alles sauber zu machen. Dabei lacht sie kurz, denn sie liebt ihre Familie, trotz des morgendlichen Chaos. Wenn die Kinder abends zurückkommen, redet sie vielleicht mit ihnen über ein System, bei dem jeder seinen Teil tut. Später telefoniert sie mit Markus. Er sagt, das Meeting war erfolgreich, aber er war knapp pünktlich. Sie lacht. Das ist gut, beim nächsten Mal sparen wir uns den Stress, wenn wir ein bisschen Planung reinbringen. Er grinst in den Hörer.
Ja, wir machen eine Checkliste. Milch, Müsli, Turnbeutel. Dann klappt das auch um 7 ohne so viel Chaos. Als nachmittags alle zurück sind, sitzen sie zusammen und besprechen die Morgenroutine. Ben gesteht, dass er gern mehr Zeit hätte, um in Ruhe zu frühstücken. Laura will keinen Streit ums Müsli mehr. Tina sagt, dann machen wir es so. Wir haben 2 verschiedene Müslis zu Hause und stellen abends schon alles auf den Tisch. Jeder schreibt auf einen Zettel, wenn etwas leer geht, damit wir es einkaufen. Die Kinder stimmen zu. Markus meint, ich stelle mir den Wecker 10 Minuten früher, damit ich nicht in letzter Sekunde aus dem Bad stürme. Ob es langfristig klappt, weiß keiner. Doch sie alle wollen das morgendliche Chaos mildern. Am nächsten Tag sieht es schon etwas besser aus. Tina hat den Tisch mit Tellern und Besteck vorbereitet. Markus deckt am Abend vorher. Ben legt seinen Turnbeutel neben die Tür. Laura bereitet die Schokomüsli-Packung und die Milch hat Markus eingekauft. Natürlich bleibt die Familie nicht frei von Chaos. Man weiß ja, wie es in vielen Haushalten ist. Aber es läuft ein bisschen reibungsloser. Trotzdem, morgens um 7 ist es selten völlig ruhig. Irgendwer verschüttet Saft, jemand sucht verzweifelt den Hausschlüssel und Ben fällt ein, dass er eine Unterschrift für den Ausflug braucht. Doch sie alle haben gelernt, dass man den Humor nicht verlieren darf. Wenn Tina an die letzten Tage denkt, lächelt sie. Manchmal ist so ein Chaos auch lebendig und zeigt, dass ihre Familie eben mitten im turbulenten Alltag steckt. Ab und zu ist das okay. Hauptsache, sie behalten den Überblick. Mehr oder weniger.